Hallo liebe Hausbauhelden! In dieser Haustour zeige ich euch ein individuelles Kundenhaus, das außen aussieht wie eine klassische Stadtvilla, aber vor allem innen viele tolle Überraschungen zu bieten hat. Angelehnt an die Hausserie Medley von Fingerhaus ist das Ganze aber eine freie Planung, die von innen nach außen gedacht und geplant ist. Was das heißt, was das für euch für Vorteile bringt und wie das Ganze aussieht, das schauen wir uns heute zusammen an. Der Baukörper ist nicht quadratisch, sondern hat Maße von 9,70 Meter mal 11,20 Meter. Das Ganze hat bei zwei voll nutzbaren Geschossen etwa 180 Quadratmeter Wohnfläche. Obendrauf haben wir ein Walmdach mit unterschiedlichen Dachneigungen, 22 und 28 Grad. Und ihr seht schon, es gibt einen sehr breiten Dachüberstand mit einer glatten Dachuntersicht. Das Ganze hat was damit zu tun, dass das ein Binderdach ist. Das heißt, man sieht keine Sparren. Wir haben hier 90 cm Dachüberstand. Mit der Dachrinne sind es sogar 100 cm. Und da ist dann auch gleich schon Licht integriert. Das Dach hat einen schwarzen Dachziegel obendrauf. Ihr seht noch keine Photovoltaikanlage. Es ist aber alles schon vorgerüstet, um eine draufpacken zu können. Die kommt noch dieses Jahr mit etwa 8 Kilowatt Peak Leistung. Geht es erstmal los. Der Anschluss fürs Elektroauto ist schon da und wird schon genutzt. Und die Dachuntersicht, diese glatte Dachuntersicht, ist jetzt im RAL-Farbton 7016 oder ähnlich 7016, dieses Anthrazit gehalten. Die weiße Putzfassade kontrastiert mit den Kunststofffenstern, den dreifach verglasten, die auch in diesem Anthrazit gehalten sind. Und ihr seht vielleicht schon, hier kommen zwei Tipps zum Dach. Diese integrierte Beleuchtung, diese Spots, die sitzen nicht gleichmäßig verteilt, sondern immer über den Fenstern. Das funktioniert hier wunderbar, weil wir ganz klassisch Stadtvilla die Vorderfassade symmetrisch gegliedert haben, was die Fensteraufteilung angeht. Und dann sitzen die Spots da direkt drüber, hat zwei Vorteile. Wenn man mal einen wechseln muss, weil er kaputt ist, kann man einfach das Fenster aufmachen und kommt gut dran. Und man hat jetzt nicht das Streiflicht auf der Putzfassade, sondern über den Fenstern. Ihr wisst, Putzfassade, egal wie perfekt sie gemacht ist, mit Streiflicht ist abends oft schwierig. Das sehen wir jetzt nicht, weil das Licht nur angeht, wenn wir Dämmerung haben. Aber ein Highlight können wir hier an der Ecke schon sehen, das ist die große überdachte Terrasse. Da ist so eine extra Pergola drauf mit einem Lamellendach. Das entwässert hier in der Konstruktion. Das heißt, wenn die Lamellen geschlossen sind, ist das Ganze auch dicht. Da ist schon Licht integriert. Wir schauen uns das gleich von drinnen auch noch mal an. Und ihr seht auch, das ist eine Holzterrasse, auch dazu sage ich euch später noch was. Diese Terrasse und auch den Carport vorne, das war eine Bauherrenleistung. Auch dazu sage ich euch später noch was. Da gibt es nämlich ein, zwei Sachen, die die Familie heute anders machen würde. Und was mir gleich noch aufgefallen ist, die Dachentwässerung ist hier komplett nach hinten gemacht. Das heißt, wir haben hier vorne keine Fallrohre, die an einer blöden Stelle runterkommen. Und das funktioniert wohl auch sehr gut. Die Fallrohre sind auf der Hangseite und fallen da optisch nicht ins Auge. Weil da direkt Wald hinten dran ist, kommt da natürlich viel Laub von den Bäumen. Und der Bauherr sagte mir, er hat gleich so Pfeifenputzerbürsten in die Dachrinne legen lassen, damit die nicht mit Laub voll ist und dann verstopft, sondern das Laub liegt dann da oben drauf und wenn es trocken ist, wird es wieder runtergeweht. Das heißt, die Dachrinne verstopft auch nicht. Wasser hat bei diesem Grundstück eine große Rolle gespielt, und zwar nicht nur, weil wir hier im Garten so einen schönen Brunnen haben, sondern weil durch diesen höher liegenden Wald hier auch viel drückendes Wasser runterkommt. Die Bauherren sagten mir, auf dem Grundstück wuchsen Schwertlilien und Sumpfdotterblumen, obwohl es ein trockener Sommer war, als sie hier 2019 angefangen haben zu bauen. Und da sieht man schon, da war viel Wasser drin. Sie haben deshalb
eine extra Rigole hier einbauen lassen und die ist eben da hinten im Garten 8 mal 3 Meter, 8 Meter tief, die also wirklich hier rundrum das Grundstück entwässert, damit dieses Wasser vom Hang da aufgefangen werden kann. Auch die Dachentwässerung läuft hier übrigens über die Rigole, das heißt, man hätte die sowieso gebraucht. Trotzdem, sowas kostet dann schon mal 8.000 € mehr mit Erdarbeiten und allem und das sind einfach so Kosten, die man vielleicht nicht im Hinterkopf hat, wenn man sich so ein Hanggrundstück am Wald aussucht. Es ist natürlich eine wunderschöne Lage hier. Das Grundstück hat etwa 950 Quadratmeter, ist also auch wirklich sehr schön groß. Und wenn wir jetzt nach hinten kommen, seht ihr auch schon hier, dass die Aufteilung symmetrisch ist, dass die Fenster übereinander sitzen. Hinten hat man es ein bisschen anders gemacht aus verschiedenen Gründen. Da ist der Wald, da haben wir hohe Brüstungen, damit man da von hinten nicht reingucken kann. Und jetzt laufen wir aber erstmal nach vorne rum zum Carport. Da gibt es nämlich auch noch ein paar Tipps. Ein Wort noch zu den Erdarbeiten. Der Bauherr sagte mir, sie waren sehr früh dran, nämlich fast 3 Monate vor dem geplanten Baubeginn. Und das war ein Segen, denn hier wurden im Boden Teile von einem Gebäude aus den 50er Jahren gefunden, Riesenblöcke, die entsorgt werden mussten. Und sowas kann natürlich zu einer Bauzeitverzögerung führen. Das war in dem Fall nicht so, weil eben frühzeitig angefangen wurde. Hier links sehen wir jetzt gerade mal so einen Schacht mit der Pumpe. Das ist dann, wenn es sehr viel regnet und Wasser von oben kommt, da die Rigole abpumpen zu können. Sehr, sehr wichtig. Die läuft hier außen rum und entwässert. Und hier gibt es die Tiefenbohrung für die Erdwärmepumpe. Ihr seht schon, da ist der Auslass, da ist der Technikraum dahinter. Und wir haben hier eine Bohrung mit 95 Meter Tiefe. Das hat gereicht, um das Haus zu versorgen. Toll ist natürlich, dass man dann auch sehr gut kühlen kann und sehr effizient 2-3 Grad über die Fußbodenheizung mit so einer NC-Box. Das zeige ich euch dann drin. Hier haben wir den Carport für den Rasenmäher, der übrigens auch ins Smart Home System eingebunden ist. Hier hinten sehen wir jetzt die Dachentwässerung, die da wirklich von vorne nicht sichtbar runterkommt. Und jetzt gehen wir auch schon durch hier. Da gibt es noch mal einen kleinen Abstellraum und einen separaten Carport. Und da kommt jetzt der zweite Tipp des Bauherrn, was er anders machen würde, auf jeden Fall den Carport aus einer Hand mitbestellen. Er hat es damals separat vergeben, weil er dachte, es ist etwas günstiger, als das im Gesamtangebot des Fertighausherstellers mitzunehmen. Und im Endeffekt war das so viel Abstimmungsaufwand, nochmal eine Genehmigung dafür, dass das Ganze länger gedauert hat und teurer geworden ist als geplant und von der Zeit nochmal so viel gekostet hat wie der komplette Hausbau. Ich stehe jetzt hier schon unter diesem Oberlicht. Dieser Carport wird wohl auch genutzt für Partys, Kindergeburtstage. Der hat hier nochmal Licht, der hat eine integrierte Beleuchtung, eine sehr schöne Dachuntersicht. Ihr seht die Box, die da drin ist. Und ihr seht, auf dem Dach ist ein extensiv begrüntes Dach. Auch das hat der Bauherr selbst gemacht. Er sagte mir, das war von den Lasten nicht gerechnet. Deshalb hat er nur vorne und am Rand, wo man es auch sieht, diese extensiven Begrünungsboxen drauf gemacht und das Ganze mit 1,5 Grad Gefälle, damit eben auch der Carport komplett hinten entwässert werden kann, was ich persönlich sehr schön finde. Und hier ist dann eben auch so gelöst, dass man vom Carport einen trockenen und sehr, sehr kurzen Weg nach drinnen hat. Vielleicht noch ganz kurz diese Stufenlösung. Das ist hier von einem regionalen Stahlbauer geschweißt und dann eben auch selber gemacht. Finde ich eine sehr schöne Eingangslösung. Und jetzt schauen wir uns gleich an, wie es da in der Diele weitergeht. Die Diele hat 8,50 Meter und ist jetzt hier so in der Ecke platziert. Lichte Raumhöhe haben wir hier 2,54 Meter. Das ist Standard bei dem Hersteller. Und was natürlich sofort ins Auge fällt, wir haben hier ein Eicheparkett, Landhausdiele auf dem Boden. Das ist irgendwie Farbton Konkret. Das ist so ein bisschen dunkel geölt und hat eine sehr lebendige und auch eine sehr unebene Oberfläche. Das ist extra so, mit diesen schwarz verspachtelten Einschlüssen hier. Und die Bauherren wohnen hier jetzt schon seit 4 Jahren
Bauherrn. Der Boden ist im kompletten Erdgeschoss verlegt und sie sagten, der ist wirklich super, super unempfindlich. Also gerade weil der eben auch so ein bisschen uneben ist, sieht man da nichts drauf. Wir werden das gleich in der Küche sehen. Wir haben hier eine große offene Diele, was ich sehr schön finde, auch mit dem Sichtbezug zum Carport. Man kommt trockenen Fußes rein. Es gibt hier nur eine offene Garderobe und im Hauswirtschaftsraum nochmal eine geschlossene Lösung. Auch da sagten die Bauherren, naja, im Prinzip ist hier die Nische. Der große runde Spiegel ist natürlich toll, aber vielleicht wird da irgendwann auch noch der Garderobenschrank kommen. Wir haben jetzt hier den ganz, ganz kurzen Weg zur Küche und Speisekammer. Und deshalb gehen wir da jetzt auch tatsächlich zuerst rein. Ihr könnt hier schon sehen, es ist ein Smart Home. Wir haben hier die KNX-Schalter, das heißt, es ist ein kabelgebundenes System, das natürlich aber auch erweiterbar ist, wo auch Funkkomponenten integriert werden können. Und bevor wir jetzt in die Küche gehen, gucken wir einmal auf den Boden, denn mein Lieblingsthema sind ja Übergänge. Wir haben jetzt hier, weil das eine ganz, ganz lange Strecke ist, natürlich an bestimmten Stellen diese Dehnfugen und das ist hier sehr schön gelöst. Das ist so ein Doppelprofil mit Kautschuk dazwischen. Diesen Kautschuk gibt es in unterschiedlichen Farbtönen. Das ist eine sehr schlanke und sehr schöne Lösung und der Bauherr sagte, als das Parkett verlegt wurde, war er wirklich hier und hat geguckt, dass der Parkettleger hier auch die Dielen durchgehend im Anschluss legt, denn wir haben hier eine Rundlaufmöglichkeit und das heißt, die Fugen müssen an allen Stellen, auch auf der anderen Seite, dann immer wieder aufeinander passen. Also da muss man ein bisschen gucken, wenn man es so haben will. Und jetzt schauen wir uns mal die Küche an. Die Küche ist 12,2 Quadratmeter groß und direkt ein Wort zum Boden. Hier ist ja das Eicheparkett drin. Seit 4 Jahren wird hier teilweise 2-mal am Tag gekocht und es sieht wirklich einwandfrei aus. Also dieses Dunkle und diese unebene Oberfläche haben sich wirklich bewährt. Der Bauherr sagte mir, hier sind Ihnen letztens ein Riesenstapel Teller runtergefallen. Da sind so ein paar Macken drin, die sieht man im Prinzip überhaupt nicht, weil der Boden eben so eine Struktur hat und eine Fliese wäre euch an der Stelle auch gesprungen. Toll ist, dass es hier gleich eine Speisekammer gibt. Auch die ist mit so einer Schiebetür abgetrennt. Das ist genau der Raum unter der geraden, einläufigen, geschlossenen Treppe, wo ich immer sage, nutzt das als Stauraum. Da ist auch noch mal ein separater Getränkekühlschrank drin und das ist einfach total wichtig. Hier haben wir jetzt eine Küche in Mattschwarz. Das ist Lava, schwarz samt matt und da ist auch so eine Anti-Fingerprint-Beschichtung drauf. Das ist ganz wichtig, sonst werdet ihr hier total verrückt mit hinterherwischen. Das ist wirklich sehr pflegeleicht. Die ganz klassische L-Küche, dieser Tresen ist 2,20 Meter mal 1,05 Meter. Da ist also wirklich sehr viel Platz. Die Arbeitshöhe sind hier 94,5 Zentimeter. Das ist etwas höher, aber wie ich finde, sehr angenehm. Dann läuft es hier auch gleich in die Brüstung rein. Das heißt, wir haben hier etwas mehr Tiefe. Der Bauherr sagte auch, ein bisschen mehr Festverglasungen im Erdgeschoss hätte man sich vorstellen können. Zum Beispiel hier braucht man den Öffnungsflügel eigentlich nicht. Er ist schon extra so platziert, dass man hier mit dem Wasserhahn keine Probleme kriegt, aber so ein durchgehendes Fensterband wäre natürlich auch schön gewesen an der Stelle. Wir haben hier ein Kochfeld mit einem Abzug nach unten, das heißt, die obere Schublade ist hier zu. Für die Bauherren hat sich das sehr bewährt. Es gibt auch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, die hier in der Küche absaugt und dann hier so ein Regal. Ich habe gleich gefragt, was macht das Licht da oben? Da sieht man ja gar nichts, da hängt ja das Ding und dann sagten sie mir, hier war vorher ein Kräuterbord und das war praktisch ein extra Kräuterlicht. Aber jetzt sind die Kräuter im Garten, da brauchen sie kein künstliches Licht. Was man hier noch sehen kann, ist, dass hier wirklich auch an allen Stellen an Steckdosen gedacht ist. Das sehen wir nachher auch nochmal oben. Der Bauherr sagte mir, sie haben etwa 1/3 aufbemustert bei den Steckdosen, bei der Elektrobemusterung. Ganz wichtiger Hinweis, es gibt hier Stellen mit Steckdosen, da würde man nicht drauf kommen. Die sind aber wirklich super schlau. Die zeige ich euch natürlich im Laufe der Haustour auch noch. Und jetzt gucken wir erstmal in den Wohn-Essbereich. Der
Wohn-Essbereich. Hat nochmal 40,5 Quadratmeter, wird hier ganz schön gegliedert durch diesen Treppenraum, der da so ein bisschen vorspringt. Und wir haben hier jetzt unterschiedliche Öffnungselemente. Die Fenstertüren sind hier alle 2,7 Meter hoch. Das sind die Kunststofffenster. Das ist tatsächlich auch Standard bei dem Hersteller. Und wie immer ist es natürlich so, hier zu dem Essplatz gibt es einen normalen Drehkippbeschlag. Da habt ihr halt immer das Thema, dass die Tür auch irgendwo hin aufschlagen können muss und dass ihr natürlich eine Austrittsschwelle habt. Hier ist jetzt ein Hebeschiebeelement drin. Das macht an der Stelle total Sinn. Das ist jetzt 1,40 breit und da das eben auch ein Kunststofffenster ist, läuft das wirklich butterweich. Das ist halt kein schweres Element. Die Festverglasung daneben ist auch nochmal 1,40, sodass das hier einfach bündig vorläuft. Wir haben hier die extra flache Schwelle und jetzt haben wir hier draußen die Holzterrasse. Das ist auch so ein Punkt, wo der Bauherr gesagt hat, würde er vielleicht eher Stein nehmen, weil das pflegeleichter ist. Das ist jetzt ein spezielles Teak, Guyana Teak, dunkel geölt und man sieht schon, da wo es bewittert ist, gleicht es sich dann eben an, wird grau. Hier ist es ganz glatt. Man hat sich jetzt entschieden, das einfach so zu lassen. Dann wird es irgendwann gleichmäßig grau sein und sich dem Boden hier innen anpassen. Ganz toll ist natürlich, dass man hier dieses Outdoor-Wohnzimmer hat. Das sind nochmal 40 Quadratmeter über Eck. Dieses Lamellendach lässt sich eben komplett schließen. Das heißt, man kann hier alles stehen lassen. Hier ist es wirklich trocken und das ist natürlich eine echte Wohnraumerweiterung ins Freie. Und wenn man es eben dann da drin ein bisschen heller haben will, kann man die Lamellen auch aufstellen, sodass dann eben auch Licht reinkommt. Das Ganze lässt sich auch ins Smart Home System, ins KNX-System einbinden. Das ist jetzt noch nicht passiert. Dieses System ist leider sehr, sehr teuer. Ich kann euch was zum Hersteller sagen, wenn es euch interessiert. Ich habe euch ja draußen schon gesagt, eine Entscheidung, die Bauherren heute anders machen würden, wäre mehr Festverglasung im Erdgeschoss. Hier haben wir so einen Punkt. Da ist jetzt eine Tür mit einem Drehkippbeschlag. Davor ist jetzt keine Terrasse, da geht man sowieso nie raus. Und jetzt hat man hier noch die Möblierung mit dem Sofa. Dieses Element ist übrigens etwas breiter als an der Seite. Das sind jetzt hier jeweils 95 Zentimeter. Und vielleicht könnt ihr auch hier gerade mal gucken. Die Zuluft von der kontrollierten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist jetzt bei dem Hersteller immer im Boden. Oft werden die Dinger vor den Fenstern platziert, damit man keine Möblierungsprobleme kriegt. Ich zeige es euch nachher oben. Der Bauherr wollte das gerne neben den Fenstern, weil man es hier natürlich dann auch mehr sieht. Und hier haben wir jetzt den Wohnbereich. Da vielleicht mal kurz was zur Wandfarbe. Das ist jetzt hier so ganz leicht grau abgesetzt. Dieser Rand da oben sind 6 cm in Weiß. Das war dem Bauherrn auch wichtig, wenn es mal irgendwo ganz kleine Risse gäbe, was bisher noch nicht passiert ist, kann man da ganz leicht ausbessern. Und dieser Farbton ist was ganz Besonderes, der heißt Chamäleon. Wenn ihr es wissen wollt, schreibe ich euch auch den Hersteller in die Kommentare und der ist an vielen Stellen im Haus verstrichen. Der passt sich wirklich an und je nach Licht hat er so ein bisschen eine andere Farbe. Ist eine ganz interessante Sache. Hier haben wir noch ein hochliegendes Fensterbank, super um darunter zu möblieren. Das ist auch die Nordseite, da ist der Wald. Das ist fast 3 Meter breit. Die Brüstungshöhe ist 1,25 Meter. Das Element ist 80 Zentimeter hoch. Da läuft jetzt kein Rollladen davor. Erstens ist es Nordseite und Wald. Zweitens, bei diesen sehr breiten Elementen werden die auch teuer, weil die dann eben stabiler sein müssen. Was ich spannend finde, hier ist in der Leibung jetzt rechts und links eine Steckdose drin. Einmal ist das Babyphone angeschlossen, an der anderen Seite ist es aber auch was, um Beleuchtung nochmal einstecken zu können. Das finde ich eine ganz nette Idee, weil man auf so einer Fensterbank ja auch gerne mal an Weihnachten oder sonst eine Lichterkette oder irgendwas dekoriert und dann eben nicht von unten irgendwo hier ein Kabel hochziehen muss. Wir haben hier noch einen anderen Farbton an der Wand. Auch das kann ich euch noch mal genau sagen, wenn es euch interessiert. Ein dunkles Grün, das taucht hier an verschiedenen Stellen auf. So ein Olivgrün. Und jetzt sind wir schon am Übergang hier an der Rundlaufmöglichkeit. Diese Treppe ist ein geschlossener Raum für sich, stört nicht das Wohngeschehen, weil sie von hinten losgeht, gliedert und ist trotzdem ganz klar. Hier ist jetzt nur die Türsprechanlage und die Fußleisten sind auch etwas
höher. Und da könnt ihr jetzt gleich mal, wenn er hier rumkommt, sehen, dass die angepasst ist auf diese Türen. Und das finde ich irgendwie auch eine ganz nette Sache, dass also die Breite von diesem Türrahmen und die Höhe von der Fußleiste ähnlich sind. Und was sich hinter dieser Tür verbirgt, das schauen wir uns jetzt an. Für das Gästebad hat man sich 4,8 Quadratmeter Platz genommen und die Familie sagte mir schon, sie benutzen die Dusche fast häufiger als die oben. Der Raum ist, wie ich finde, sehr, sehr schön gestaltet. Das liegt vor allen Dingen an dieser dunkelgrünen Wand. Muss man sich trauen, funktioniert aber hervorragend, finde ich. Das ist wohl der Farbton Waldgrün. Und dann haben wir dazu so eine große graue Fliese, Feinsteinzeug, 1,20 mal 60. Und was ich ganz interessant finde, der Raum ist 1,30 Meter breit. Da hätte man ja jetzt sagen können, da passt die Fliese fast rein. Aber dann hat man halt hier am Rand noch so einen kleinen Schnipsel und das sieht nicht so gut aus. Also es macht schon Sinn, sich über ein Verlegemuster von Fliesen mal Gedanken zu machen. Und da hat man das eben jetzt hier so gemacht, dass die Fuge da in der Mitte läuft. Ansonsten gibt es hier hinten dann wie immer umlaufend auf 1,20 Meter Höhe die Fliesen hier, die Brüstung wieder 1,25, alles richtig gemacht. Da hinten ist der Wald, dass man hier eben auch Sichtschutz hat. Da unten ist noch eine Steckdose, weil hier eigentlich rechnerisch vorgesehen war so ein Schnellheizer, der nochmal warm macht. Und die Bauherren sagten mir, sie brauchen es aber gar nicht. Deshalb haben sie es weggemacht. Das kommt mit der Fußbodenheizung hier alles wunderbar hin. Die Duschnische ist 90 mal 90 mit so einer flachen Duschtasse und die ist jetzt eben hier ausgespart aus dem Technikraum. Das ist auf jeden Fall lohnend, sich sowas im Erdgeschoss zu gönnen. Und wir gucken jetzt gleich hier rum. Da könnt ihr nämlich sehen, dass das da auch überhaupt nicht stört, dass dieser Raum weg ist. Hier an der Wand die Akustikpaneele, die man jetzt auch ganz oft sieht, so eine Eicheleiste auf einem schwarzen Filz. Das ist nicht nur schön, sondern auch akustisch angenehm. Und hier gucken wir kurz in den Hauswirtschafts- und Technikraum. Der hat 10,4 Quadratmeter. Da ist im Prinzip für alles Platz. Hier hinter der Tür ist die Nische von der Dusche. Das ist also wunderbar. Hier ist noch Platz für Waschmaschine und Trockner, ein Waschbecken. Auch hier ein Fenster mit einer hochliegenden Brüstung. Dann haben wir hier die Erdwärmepumpe. Da hinten ist jetzt die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Falls ich euch eben draußen was Falsches gesagt habe, diese Auslässe sind natürlich die Zu- und Abluft von der Lüftungsanlage. Hinten in der Ecke die dunkle Box ist diese NC-Box, die die zusätzliche Kühlfunktion nochmal mit reinbringt. Wie gesagt, 2-3 Grad über die Fußbodenheizung sind da locker möglich. Ansonsten ist hier Platz für die Hausanschlüsse, für die Elektrik, die hochkommt. Und im Prinzip kann man hier auch die komplette Hausarbeit erledigen. Da war auch noch mal so eine kleine Garderobe. Und jetzt zeige ich euch noch was ganz Nettes bei der Treppe, bevor wir hochgehen. Die unteren Stufen dieser Treppe sind nämlich mit Schubladen ausgestattet, die man im geschlossenen Zustand gar nicht sieht. Und es ist nochmal Stauraum für Handschuhe, Mützen, Kleinkram, den man in der Diele so braucht, bei einem Haus auf Bodenplatte total wichtig. Die Treppe ist etwas über 1 Meter breit, eine gerade einläufige Treppe in Buche-Keil gezinkt. Die ist lackiert in Anthrazitgrau und hat so einen Querschliff in den Stufen, das heißt, die ist auch so ein bisschen marmoriert und rutschhemmend und sehr schön ist dieser Holzhandlauf, der dann unten auch gleich mit dem LED-Band ist. Das heißt, man hat da ein gutes Nachtlicht, wenn man die Treppe hochgeht. Und jetzt schauen wir mal, wie es da oben weitergeht. Was als erstes ins Auge fällt, ist dieses schöne eingespannte Glasgeländer aus 2 Scheiben Verbundsicherheitsglas, das eben unten einfach nur eingespannt ist und dann hier so eine schmale Aluschiene oben drauf hat. Das war eine Sache, die der Bauherr selber gemacht hat. Und von den Raumproportionen haben wir hier oben
13 Quadratmeter und eine lichte Raumhöhe von 2,48 Meter. Das ist jetzt etwas weniger wegen des Binderdaches. Ich habe euch ja schon gesagt, das ist ein Dach, das aus so Binderrahmen zusammengesetzt wird. Das ist etwas günstiger konstruktiv und deshalb auch etwas kostengünstiger. Das wird oft gebaut mit dem Nachteil, dass man dann den Stauraum nicht nutzen kann, weil man da eben diese Binder hat. Und dieser Hersteller macht eben eine extra Konstruktion, wo die Lasten ein bisschen anders abgetragen werden, sodass man da oben immer noch 25 Quadratmeter Stauraum hat, den man nutzen kann. Die Dämmung liegt allerdings in dieser Ebene. Das heißt, es ist oben ein Stauraum, der heiß und kalt wird im Sommer und im Winter. Und weil dann eben unter diese Binder nochmal eine Lattung und eine Dämmung kommt, ist hier die Raumhöhe etwas geringer. Man könnte natürlich eine Geschosserhöhung im Obergeschoss machen, wenn man das möchte. Und dann hätte man das Thema nicht. Aber jetzt zeige ich euch das erstmal ganz kurz da oben. Ihr könnt jetzt hier oben schon diese Binder sehen. Das ist normalerweise so ein geschlossenes Dreieck und hier ist es eben so gemacht, dass das da abgefangen ist, sodass ihr in der Mitte wirklich Stauraum habt. Die Dämmebene liegt hier drin, das heißt, hier oben ist es warm bzw. kalt, aber man bringt hier echt noch mal was unter. Und wenn ihr das macht, vergesst nicht, hier oben auch Strom und Licht hinzulegen, damit ihr auch was seht. Jetzt schauen wir uns mal die beiden Kinderzimmer an, die auf dieser Seite des durchgeschobenen Flurs liegen. Vielleicht hier noch eine so eine Ecke, wo ich glaube ich dieses Ding früher abgeschnitten hätte, weil das tut echt weh, wenn man sich da den Kopf aufstößt. Wir haben jetzt hier dieses Fensterelement, das knapp 1,50 breit ist und ihr seht schon, das ist hier ein bodentiefes Fenster, obwohl da unten der Carport anschließt. Und das ist ja eine Sache, die man bei der Planung schon bedenken muss. Der Bauherr hat extra den Carport etwas tiefer gesetzt, weil sonst hat man es oft so, wenn dann da das Flachdach anschließt, dann läuft hier nochmal so ein Querträger und dann kann man eben genau hier die Fenster nicht bodentief machen, sondern hat da so eine kleine Brüstung. Wenn man das vermeiden will, muss man daran denken. Jetzt schauen wir mal ins erste Kinderzimmer, das im Moment noch als Büro, als Arbeitszimmer vom Bauherren genutzt wird. Wie gesagt, die sind beide 16,5 Quadratmeter groß, aber etwas anders von der Möblierung bzw. Fensteraufteilung. Wir haben hier tatsächlich 3 Fenster. Es war dem Bauherrn total wichtig, da ist Ostseite, Südseite, dass er beim Arbeiten hier viel Tageslicht hat. Und da sieht man das natürlich jetzt auch. An den 2 Stellen schließt das extensiv begrünte Flachdach an und da nicht. Und hier hätte man jetzt eben den Fall mit diesen unterschiedlich hohen Fenstern unten und das finde ich wirklich sehr schön, dass es so gelöst ist. Der Raum hier ist auch mit Grau rundum leicht abgesetzt. Das ist jetzt nicht Chamäleon, sondern ein etwas anderer Grauton. Wenn euch der interessiert, schreibt es mir in die Kommentare, kann ich euch beantworten. Und ich möchte euch noch eine Sache zeigen, was ich unten gesagt habe, die Luftzulässe von der Lüftungsanlage. Der Bauherr wollte die eben nicht vor den Fenstern, weil er meint, es ist optisch nicht so schön. Wenn man ihn natürlich vor der Wand hat, nimmt man sich etwas die Möblierungsmöglichkeiten, weil man da natürlich jetzt nicht komplett was draufstellen darf. Möblierung ist sowieso immer so ein Thema, auch so wie die Türen und Fenster sitzen. Wenn die wie hier eben sehr nah an den Rand gehen, kriegt man da eben auch keinen Schrank mehr hin. Muss man sich überlegen, ob man von außen die Symmetrie haben will oder ob man von innen mehr Stellfläche braucht. Bei so einem großen Zimmer ist es kein Problem und jetzt gucken wir gleich da hinten ins zweite Kinderzimmer. Das zweite Kinderzimmer ist wie gesagt auch 16,5 Quadratmeter. Die Fenster sind ein bisschen anders verteilt. Ihr seht das schon. Hier ist alles richtig gemacht. 60 cm hinter der Tür, dass da ein Schrank hinpasst. Auch da hinten sind nochmal 60 cm. Sehr schön mit diesen breiten Elementen. Eben auch hier dann bodentief. Wir haben hier von der Elektrobemusterung, wie gesagt, etwa ein Drittel aufbemustert. In jeder Ecke eine Steckdose, was sehr sinnvoll ist. Auch an 2 Stellen hier so ein Antennenanschluss und andere Medien, dass man das hier später nutzen kann. Und hier oben sind die KNX-Systeme zwar vorgerüstet, liegen also in der Wand, aber hier sind jetzt erstmal noch normale Schalter drin. Das ist sehr sinnvoll, ein kleines Kind an so einem Glastaster rumdrücken zu lassen, macht nicht so viel Sinn und die Idee fand ich ganz gut. Hier nebenan geht es dann direkt ins Elternschlafzimmer, das mit Ankleide und Bad wieder so eine Rundlaufmöglichkeit anbietet. Und hier haben wir jetzt 18,5 Quadratmeter
Oase der Ruhe. Das liegt auch an diesem wunderschönen Grünton. Grün beruhigt. Das ist wieder das Olivgrün, das wir auch unten im Wohnzimmer hatten. Hier ist dann wieder abgesetzt mit der berühmten Farbe Chamäleon. Und was natürlich wunderschön ist, ist dieses 2 Meter breite, bodentiefe Fensterelement, wo man dann vom Bett wirklich hier nach draußen schauen kann. Hier auf der Seite zum Wald hin haben wir dann wieder die hohe Brüstung 1,25. Da ist wirklich morgens sind da Fuchs und Hase und die Rehe wohl unterwegs. Und hier geht es weiter in die Ankleide. Da ist jetzt keine Tür drin, keine Abtrennung. Die Familie sagt, sie stehen eh sehr früh auf und beide gleichzeitig. Ansonsten könnte man sich hier natürlich auch eine wandintegrierte Schiebetür vorstellen. Wir haben jetzt hier eine Tapetenleibung, so heißt das, wenn da eben kein Türrahmen reinkommt. Das muss natürlich dann hier entsprechend rumlaufen. Und hier hinter mir ist jetzt schon die Ankleide, die mit 7 Quadratmetern wirklich sehr, sehr großzügig bemessen ist. Und auch hier ist alles richtig gemacht. Wir haben rechts und links die 60 cm Tiefe, weil jetzt hier nicht viel Licht reinkommt, kommen die Bauherren mit dem offenen System wohl sehr gut hin. Dann haben wir da den großen Spiegel und den kann man zur Seite schieben. Dahinter sitzt der Heizkreisverteiler von der Fußbodenheizung. Der sitzt also da mittig, sodass man sich da mit den Schränken auch nicht stört. Und das finde ich eine sehr schlaue Idee. Und jetzt schauen wir noch zum Schluss hier weiter ins Bad. Bad ist 13,3 Quadratmeter groß und das absolute Highlight ist natürlich hier dieses Ceiling Window. Das Produkt gibt es leider nicht mehr, weil Licht von oben hier am Waschbecken und überhaupt im Bad natürlich super, super angenehm ist und natürlich maximale Privatsphäre garantiert. Gegliedert ist das Bad durch so eine T-Wand bzw. durch so eine asymmetrische T-Wand. Da ist klassischerweise hier vorne der Waschtisch. Sehr schön hier aus Mineralguss, aus einem hochwertigen Mineralguss. Das ist immer wichtig, dann ist der nämlich auch robust. Mit dem hinterleuchteten Spiegel und hier um die Ecke ist das WC. Da ist jetzt diese Nische nur 60 cm tief. Das reicht an Platz fürs WC. Hier oben ist dann richtigerweise die Abluft von der Lüftungsanlage und hier hat man wieder dieses wunderschöne Grün, das Waldgrün, das wir auch unten im Bad hatten. Es sind auch die gleichen Fliesen wie unten im Bad, das ist 60 x 1,20. Auch da kann ich euch da nochmal Produkt nennen, wenn ihr Interesse dran habt. Und hier hinter mir sieht man schon das nächste Highlight, diese große freistehende Wanne, ganz schlank, auch aus Mineralguss. 80 x 1,80. Wie gesagt, ihr braucht dann da hinten diesen Zulauf im Boden, diesen freistehenden. An der Stelle ist das jetzt kein Problem, da läuft man nicht dagegen, dann kann man das auf jeden Fall machen. Und hier rum ist jetzt der Bereich, wo die bodengleiche Dusche reingeht. Ihr wisst ja, was ich immer sage zu so bodentiefen Fenstern gegenüber von der Dusche. Mir persönlich wäre das jetzt vielleicht nicht so angenehm, aber man sieht schon, hier ist ja dann auch innen so eine Jalousie davor gehängt. Und diese Dusche ist jetzt eben 1,40 tief, 90 breit. Und auch hier ist schon so eine schöne Nische drin, die ja auch mit Mineralguss ausgekleidet ist. Und der Regenduschkopf sitzt an der Seite und nicht an der Rückwand, weil sonst diese Trennwand hätte breiter werden müssen und dann wäre eben die Dusche nicht mehr so tief gewesen. Obwohl 1,40 ohne Tür reichen würde, hat man sich jetzt hier für eine Tür entschieden, denn es wird vielen Leuten kalt in der Dusche, wenn die vorne offen ist. Wenn man da eine Tür hat, kann man zumachen, ist beim Duschen immer schön gemütlich und warm. Jetzt haben wir hier alle Räume gesehen und wie immer habe ich in der Videobeschreibung für euch einen Link in unsere Hausdatenbank, wenn ihr euch nochmal die Grundrisse anschauen wollt. Da gibt es auch eine Preisinfo vom Hersteller für euch und weil das ja jetzt hier ein Kundenhaus ist, das man sich nicht anschauen kann, ein ganz ähnliches Musterhaus, so eine Stadtvilla Medley, gibt es am Firmenstandort in Frankenberg in Nordhessen. Und wenn ihr da nicht hinfahren könnt, da haben wir für euch auch schon mal eine Haustour gedreht, die ich euch auch nochmal einblende. Und wenn ihr insgesamt noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.